Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie werden wir in Zukunft essen? Eine hochspannende Frage. Wir kaufen heute Bio-Schokolade, wir holen das Gemüse vom Hofladen oder wir weichen auf vegane Milchprodukte aus. Das Thema Nachhaltigkeit ist längst an unserem heimischen Küchentisch angekommen. Und wie man zukünftig nachhaltig Nahrungsmittel produzieren kann, damit beschäftigt sich mein heutiger Gast. Die Lebensmittelchemikerin Professorin Dr. Andrea Büttner ist FAU-Professorin und leitet bei uns den Lehrstuhl für Aroma- und Geruchsforschung. Zudem ist sie geschäftsführende Institutsleiterin des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising. Liebe Andrea, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Guten Morgen, mir geht's wunderbar. Ich sitze hier gerade quasi in der Kaffeepause und genieße. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit nimmst, mit mir etwas über die Nahrungsmittelherstellung bei uns in Deutschland zu sprechen und auch das Thema Nachhaltigkeit etwas genauer in den Blick zu nehmen. Du beschäftigst dich ja wissenschaftlich mit der Herstellung von Lebensmitteln, von den Rohstoffen bis hin zur Verpackung. Was macht eigentlich ein nachhaltig produziertes Produkt aus und vor allem, wie erkenne ich das als Verbraucher? Und das ist eine ganz schwierige Frage, denn heutzutage ist es eigentlich sehr schwer, nur möglich, die konventionellen Produkte da völlig zu durchdringen, ob sie nachhaltig produziert sind, welche Wege sie vor allem zurückgelegt haben. Wir schauen ja sehr häufig darauf, ob etwas bioproduziert wurde, ob die Tiere zum Beispiel entsprechend gepflegt wurden, aber die ganzen Strecken, die verschiedenen Wege, die Prozessschritte, die Verarbeitungsschritte, die schaut man sich sehr wenig an und das kann man natürlich auch kaum als Verbraucher und Verbraucherin. Man kann es am besten sehen, wenn man regional kauft, wenn man weiß, bei wem man direkt bezieht, wenn man also direkt auch mal wieder in die Interaktion mit den Produzierenden kommt. Und dann tut man auch gleich bei der Gelegenheit etwas für die Nachhaltigkeit. Also das Thema Hofladen, das ich gerade in der Einleitung angesprochen habe, ist hier eine Möglichkeit. Wir kennen alle das Bio-Siegel. Ist das ein Indikator dafür, dass es sich um ein nachhaltig produziertes Produkt handelt? Können wir uns darauf verlassen? Ja, wie gesagt, also Bioproduktion und dann die zum Beispiel CO2-Bilanz, das sind ganz unterschiedliche Paar Stiefel. Und wenn man jetzt die Nachhaltigkeit als Gesamtes betrachtet, dann muss man die gesamte Wertschöpfungskette im Blick haben, auch inklusive der Vertriebswege, dann der dazugehörigen Verpackung. Deswegen hilft einem zwar vielleicht eine Bio-Siegel weiter, dass man weiß, dass keine Pestizideinsatz, Insektizide und so weiter stattgefunden haben. Aber ob es dann auch zwingend nachhaltiger war, die Antwort hat man noch nicht. Denn man muss ja auch sicherstellen, dass zum Beispiel durch Verderb nicht große Mengen an Lebensmitteln verloren gehen. Und wenn man jetzt umschaltet auf eine nachhaltige, auf eine ökologische, auf eine Bioproduktion, dann muss man gleichzeitig auch Technologien entwickeln, die verhindern, dass uns dann die Lebensmittel wegschimmeln oder dass sie vom großen Insektenfraß beschädigt werden. Ich meine, in unserem Kulturkreis wird ja Fleisch gegessen und es werden auch sehr viele Milchprodukte konsumiert. Und ich hatte kürzlich auch ein Gespräch mit unserem Kollegen Professor Sonnewald, der mich darauf hingewiesen hat, wie viel Ackerfläche letztlich für die Lebensmittelproduktion oder für die Futterproduktion von Tieren verwendet wird. Da stellt sich ja schon die Frage, wie nachhaltig ist eigentlich die Fleischproduktion in Deutschland und die Herstellung von Milchprodukten. Müssen wir, meinst du, unsere Ernährung zukünftig umstellen, um nachhaltiger zu sein? Oder gibt es Möglichkeiten, unsere Traditionen zu bewahren und hier nicht zu viel verändern zu müssen? Wir müssen vor allem kritischer hineinschauen, was wir alles nutzen momentan. Wenn wir uns die Fleischproduktion anschauen, dann haben wir uns eine ziemliche Luxussituation herangezüchtet. Man muss sich fragen, ob es wirklich eine Luxussituation ist. Denn viele wissen gar nicht, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz von so einem ganzen Rind oder einem ganzen Schwein tatsächlich bei uns in den Supermarkt gelangt. Also wir nutzen eigentlich nur noch ganz wenige Teile von so einem Tier
Und sehr vieles geht schlicht und ergreifend in den Export, weil es bei uns gar nicht mehr konsumiert wird. Das ist sehr schade, weil es ein Missverständnis von Genuss ist. Deswegen passt es so gut zusammen, dass wir einerseits im Fraunhofer-Institut Lebensmittel entwickeln und andererseits Aroma- und Geruchsforschung, also Genussforschung machen. Denn wir haben verlernt, verschiedene Formen von Lebensmitteln zu genießen oder auch zu verarbeiten. Ich beispielsweise bin noch aufgewachsen, bei meiner Oma gab es die Milzwurst und da gab es die Leber und das waren richtig leckere Sachen. Aber das geht ja immer mehr verloren. Und ich glaube, wir werden in eine Zeit kommen, wo wir wieder froh sein werden, dass wir also die verschiedensten Bestandteile auch wirklich nutzen können. Es gibt ja auch vegane Alternativen. Man denke nur an die besagten Milchprodukte, ja, also was weiß ich, Mandelmilch, Sojamilch, Hafermilch, kannst du jetzt bei jeden Kaffeeladen bestellen und dir in den Cappuccino geben lassen. Aber letztlich scheiden sich auch daran die Geister. Schmeckt ein bisschen anders, als man es gewohnt ist. Ist es nicht ein Problem, auch die Umstellung auf diese alternativen Produkte? Und ist denn jedes von diesen Produkten auch ökologischer? Eben nicht zwingend. Also wenn jetzt alle zum Beispiel von Milch auf Hafermilch switchen würden, dann hätten wir genauso ein Problem. Andererseits brauchen wir brauchen eigentlich eine Diversifizierung der Rohstoffbasis. Und das wird auch die Grundlage sein, dass wir mehr Resilienz und mehr Souveränität in unserer Lebensmittelversorgung haben. Denn wir sind eigentlich schon lange nicht mehr nur bei einer Frage nach Nachhaltigkeit, sondern wirklich nach der Versorgungssicherung. Und da brauchen wir auch viel mehr Neugier und viel mehr Lust auf Neues und viel mehr Aufgeschlossenheit. Und ich glaube, was wir vor allem brauchen, ist eine Stärkung des spielerischen Elements, der Kreativität. Und da müssen wir meines Erachtens auch viel, viel früher beginnen, bei den ganz Jungen, in den Schulen, in den Unis und hier auch wirklich das wieder als einen Spaß und einen Genuss verstehen. Das Explorative und das, also wenn das nicht ein Thema für die V ist, dann frage ich mich ja schon. Es ist ein Thema und wenn man sich mal anschaut, welchen Einfluss auch unsere Studierenden haben, wie wir uns in der Mensa aufstellen, wie es da um nachhaltige Produkte geht und wo uns auch bei der Renovierung unserer Mensa, zentralen Mensa hier am Standort Erlangen, unsere Studierenden beispielsweise einen Wasserspender gefordert haben und Ähnliches. Also da sind wir gemeinsam, glaube ich, recht innovativ unterwegs. Du hast gerade Resilienz und Versorgungssicherheit angesprochen. Ich meine, dieser Tage kann jeder Verbraucher, wenn er beispielsweise Pflanzenöl kaufen möchte, erkennen, dass wir ein Versorgungsproblem in diesem speziellen Bereich zumindest haben. Aber es gibt sicher Beispiele, die dir sehr wohl bekannt sind, aber die uns Verbraucher noch nicht erreicht haben. Vielleicht kannst du dazu ein, zwei Beispiele nennen, wo wir einfach bewusster auch mit dem Thema umgehen müssen und auch unsere Unabhängigkeit letztlich wahren müssen auf dem globalen Markt der Lebensmittelindustrie. Ja, also die Versorgungssicherheit, die liegt mir ehrlicherweise schon seit vor Corona am Herzen. Viele wissen nicht, dass wir schon die ganze Zeit ein System der Ernährungsversorgung hatten, das massiv unter Druck stand, in dem Lebensmittelkriminalität, Täuschung, Verschnitt schon von vor Corona gestartet hat zu eskalieren. Und das ist einfach bisher noch nicht so richtig im Bewusstsein angekommen. Ich bin da relativ sorgenvoll, dass es im Laufe dieses Jahres auch wirklich ein massives Thema wird, dass es bewusst wird. Wir sind jetzt schon wieder in einer Trockenheitsphase, auch in Deutschland. Und wir sehen ja, dass die Ressourcenverknappung auch gezielt als militärisches oder politisches Mittel eingesetzt wird. Es schlägt bei uns jetzt in unseren Tätigkeitsfeldern bei Verpackungsthemen schon voll auf. Einerseits bei Kunststoffverpackungen, aber auch bei Glasverpackungen, zum Beispiel für Gurkengläser, weil die Produktion von solchen Verpackungen sehr viel Energie braucht. Und bei sämtlichen Rohstoffen. Also wir sind eigentlich mittendrin in der Krise und deswegen sollten wir auch tunlichst schauen, dass wir unsere heimische regionale Produktion von Lebensmitteln stärken und auch ganzheitlich stärken. Aber damit sprichst du schon auch ein gesellschaftliches Problem an, Ja. dem wir uns stellen müssen. Wenn wir auf umweltfreundliche Produkte zurückgreifen, müssen wir in aller Regel auch ein bisschen mehr bezahlen. Da ist die Frage, ist man bereit, mehr zu bezahlen? Können wir das Bewusstsein schaffen, dass das wichtig ist?
und wie schaffen wir auch die gesellschaftliche Akzeptanz? Ist das auch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt und auseinandersetzt? Ja. Das ist ein Thema, also jetzt nicht nur im Fraunhofer IVV, sondern da arbeiten wir mit unseren verschiedenen universitären Partnern als Fraunhofer Gesamt intensiv daran, neue Geschäftsmodelle, also auch wirklich neue Arten von Wertschöpfungsnetzwerken zu gestalten, zu begleiten, die auch durchaus weggehen von dem, was wir jetzt heute denken, das normal ist. Also wir denken heute, es ist normal, dass wir in den Supermarkt gehen und kaufen dort alle unsere Dinge ein, die wir zum täglichen Leben brauchen, dass in jedem Supermarkt eigentlich quasi dasselbe Sortiment ist. Muss ja überhaupt nicht so sein. Ich kann ja, wie gesagt, auch regional zu den Hofläden gehen. Ich kann auch über E-Commerce-Vertriebssysteme ganz andere Produkte beziehen. Ich kann eine Diversifizierung des Angebots erreichen. Ich muss ja nicht immer da die gleichen Standardprodukte von den Standardanbietern haben. Und das kann der Verbraucher, das können die Verbraucherinnen und Verbraucher aktiv mitgestalten. Aber da stellt sich schon die Frage, ich meine, das ist ja ein sehr komplexes System, der Lebensmittelhandel. Sind denn die Lebensmittelproduzenten und auch die Händler bereit, nachhaltige Produkte anzubieten, weiterzuentwickeln und auf diese zu setzen? Oder gibt es da doch auch eine gewisse Zurückhaltung? Also ich sehe schon, dass der Handel die Forderung bringt, dass die Produkte nachhaltig sind. Aber das, was ich auch üblicherweise sehe, es darf nicht mehr kosten. Die Produkte werden aus den Regalen ausgelistet, werden sie ein paar Cent mehr kosten. Also auch etablierte Marken werden ausgelistet, weil zum Beispiel ein Fruchtsafthersteller auf eine nachhaltigere Verpackung umgeschaltet hat und dadurch das Produkt teurer wurde. Das sind Dinge, die dürfen einfach nicht mehr passieren. Also hier ist die Aufklärung gefordert. Man kann nicht nur einfach dieses Preisregime, dieses Preisdogma stur aufrechterhalten, sondern man muss dann auch mit den Konsequenzen leben. Und natürlich gibt es dort dann die Herausforderung, wie ist es mit Personen, die ein geringeres Einkommen haben. Aber dann kann nicht der Stellhebel sein, dass eine ganze Branche mit den Preisen verknappt wird und zugrunde gerichtet, sondern dann muss man da an ganz anderen Stellen gesellschaftlich und politisch angreifen. Also eine sehr schwierige Fragestellung, mit der wir uns da auseinandersetzen eine müssen. Frage, eine ganzheitliche Frage auch für die FAU. Also zum Beispiel würde mich da begeistern, mit unserer Wirtschaftsweisen oder anderen Kolleginnen und Kollegen aus der FAU das Thema ganzheitlich zu betrachten, denn geht schon lange nicht mehr nur um die Entwicklung neuer und alternativer Lebensmittel. Es ist ein Transformationsprozess, wie in so vielen Bereichen, der begleitet werden muss, aber auch durchdacht werden muss, ja, und kontrolliert auch ablaufen muss. Transformation des Wirtschaftssystems und es ist eine Transformation von uns selbst als Konsumentinnen und Konsumenten, wo der Bogen wieder dann gespannt wird hin zu der Sinnesforschung, also Sensory Sciences at FAU, die Sinnesforschung an der FAU. Sie hat eine ganz, ganz wichtige und sehr ernste Basis. Wir als Menschen, was unsere Sinne, was wir meinen, mit unseren Sinnen befriedigen zu müssen, zu dürfen, zu können, das wären die Grundsatzfragen. Ja, und die andere Frage hier natürlich auch noch stellt, wenn wir auf nachhaltige Produkte setzen, haben wir denn überhaupt genügend nachhaltige Produkte, um Millionen von Menschen damit zu versorgen? Auch das ist ja eine Fragestellung, die nicht so einfach zu beantworten ist. Und müssen sie zwingend einen Verlust bedeuten oder können sie nicht ein Gewinn sein? Weil in Krisensituationen haben die Menschen immer gelernt, aus neuen Rohstoffen mit neuen Veredelungstechnologien neue Produkte herzustellen. Dass wir heute Käse essen oder bestimmte fermentierte Wurstwaren oder Brot oder dass wir alkoholische Getränke trinken. Das sind ja alles nur Effekte aus Krisenzeiten, wo Menschen irgendwas gegessen haben oder gebraten haben, was eigentlich schon ein bisschen vergammelt war und dann gemerkt haben, hui, das ist ja viel besser. Also insofern, so eine Krise ist auch eine Chance. Spannend, aber ich nehme jetzt auch mit, wenn die vielen Fragen rund um die Lebensmittelversorgung und die Produktion nachhaltiger Lebensmittel gelöst und beantwortet werden müssen, dann braucht es eine Volluniversität wie unsere FAU und das ist doch eine tolle Botschaft. Ich danke dir ganz herzlich für das
hochspannende und interessante Gespräch und freue mich auf deine weiteren Forschungsergebnisse. Ich werde sie mit Interesse verfolgen. Liebe Andrea, herzlichen Dank, schönen Tag noch, alles Gute und bleib gesund. Tschüss. Danke, dir auch. Tschüss.